Willkommen bei Denim Calisthenics und willkommen zu diesem neuen Video. Freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr den Hollowback Handstand, das heißt ein Handstand mit gestreckten Beinen, die parallel zum Boden sind, lernen könnt. Das ist eine relativ fortgeschrittene Übung und sie erfordert auch einfach eine Kombination aus Balance, Mobilität und Kraft, was nicht so oft vorkommt. Eine Übung, bei der alle drei Komponenten gefragt sind, aber hier ist das der Fall. Und deswegen wäre es gut, wenn ihr auch schon einen normalen Handstand halten könntet, beziehungsweise wenn ihr eine Brücke mit gestreckten Armen könntet, bevor ihr anfangt, dafür zu üben. Ich möchte euch jetzt in dem Video zuerst zeigen, wie ein richtiger Hollowback ausschaut, beziehungsweise wie man von einem normalen Handstand in den Hollowback reingehen kann und wie man das Ganze eben dann auch üben kann, da reinzugehen. Das wird dann auch gleichzeitig der Übungsprozess sein. Und nachher möchte ich euch auch noch zeigen, was ihr eben machen könnt, falls ihr nicht mobil genug in Schultern oder Hüfte seid. Das heißt eine Mobilitätsübung, die ihr noch zusätzlich machen könnt, beziehungsweise am Ende möchte ich euch noch ein paar Ausgleichsübungen zeigen, die ihr dann zum Hollowback machen könnt und das Ganze nochmal zusammenfassen. Falls ihr noch keinen stabilen Handstand könnt, würde ich euch eben empfehlen, das vorher zu lernen, so dass ihr es wirklich 15 bis 20 Sekunden stabil und mit Körperspannung halten könnt. Ich werde euch da mein Tutorial dazu in der Videobeschreibung oder in der Infobox verlinken, also schaut euch das zuerst mal an, falls ihr das noch nicht könnt. Falls ihr keine Brücke könnt, ist es kein No-Go. Natürlich wäre es gut, das zu lernen, aber ich werde es im Ende von diesem Video auch etwas dazu sagen, falls ihr noch nicht mobil genug seid, um den Hollowback zu lernen. Was vielleicht noch nützlich ist zu wissen, was wird beansprucht beim Hollowback? Vor allem beansprucht wird tatsächlich euer Lat, weil der in eine extreme Streckung kommt, aber auch eine gewisse Kraft braucht, damit ihr eben diese Beugung halten könnt, und natürlich auch eure Schultern. Die sollten ebenfalls mobil sein und auch euer Hüftbeuger bzw. euer Bauch sollte eine gute Mobilität haben, damit ihr eben diese Position halten könnt. Eigentlich ist die Herangehensweise an den Hollowback jetzt relativ simpel, gleichzeitig aber auch kompliziert bzw. nicht so leicht. Es reicht eigentlich, sich vom Hollowback oder für den Hollowback vom normalen Handstand an diese Position einfach anzunähern. Und wie das geht, will ich euch jetzt gleich erklären. Die Ausgangsposition sollte, wie schon gesagt, ein wirklich stabiler und angespannter Handstand sein. Dabei ist es wichtig, dass ihr wirklich eure Zehen streckt, die Oberschenkel und den Po anspannt, den Bauch anspannt bzw. einen Pelvic Tilt drinnen habt und das Hohlkreuz vermeidet. Die Arme sollten gestreckt sein und natürlich sollten auch die Schultern fest rausgedrückt sein. Wenn ihr also mit ganzer Kraft und mit ganzem Körpereinsatz die Zehen so fest wie möglich nach oben streckt, werdet ihr also automatisch auf all diese Punkte achten müssen. Deshalb ist es eben besonders wichtig, vor allem wenn ihr dann für den Hollowback trainieren wollt, dass ihr beim Handstand immer darauf konzentriert seid, eure Zehen auch wirklich nach oben zu strecken. Beim Handstand solltet ihr grundsätzlich Druck auf den Fingerspitzen, aber auch auf den Handballen haben, damit ihr ausgleichen könnt. Die Bewegung vom normalen Handstand in den Hollowback wird jetzt eigentlich dadurch initiiert, dass ihr, während die Knie und vor allem aber auch die Oberschenkel eben gestreckt und angespannt bleiben, anfangt eure Füße über eure Schwerpunktlinie, das heißt die Linie, die von den Händen gerade nach oben geht, zu bringen und dadurch eben vor allem den Bauch aufspannt, sage ich jetzt mal. Wenn der Bauch quasi jetzt natürlich gedehnt wird, heißt das, dass der untere Rücken ein bisschen gestaucht wird und ihr solltet eben versuchen, dass ihr dann eure Fersen und eure Zehen Richtung Boden bringt, aber eben wie gesagt nicht dadurch, dass ihr die Knie anwinkelt, sondern dadurch, dass ihr den Schulterwinkel und den Hüftwinkel öffnet. Ihr solltet also nicht einfach nur locker irgendwie nach unten fallen, sondern das Ganze mit Körperspannung ausführen. Weil es natürlich auf beiden Seiten der vorher genannten Schwerpunktlinie gleich viel Gewicht sein muss, damit ihr nicht umfallt, während ihr den Hollowback hält, müsst ihr eben exakt gleichzeitig zu der Bewegung, die eure Beine und Füße nach unten machen, auch eure Schulter und Brust öffnen und quasi rausdrücken und mit dem Oberkörper in die Gegenrichtung kommen. Würde jetzt das Runterkommen der Fersen ohne den Ausgleich durch den Oberkörper und die Hände stattfinden, würde ihr quasi einfach nur in Richtung Brücke zusammenbrechen. Deshalb ist eben das Umverlagern vom Gewicht und das Öffnen der Schulter während dem Hollowback ganz, ganz wichtig. Das eine bestärkt außerdem sowieso das andere. Um jetzt diese Gegenbewegung mit eurem Oberkörper hinzubekommen, ist es nötig, das Gewicht auf euren Händen nicht ganz, aber stärker von euren Fingerspitzen Stück für Stück auf euren Handballen zu verlagern, damit ihr in Balance bleibt. Das ist sehr, sehr wichtig, weil ihr sonst unmöglich ausgleichen könnt. Beim Hollowback solltet ihr deshalb einen Großteil des Gewichts nicht auf den Fingerspitzen, so wie beim normalen Handstand haben, sondern wirklich auf euren Handballen haben. Auf Parallels müsst ihr deswegen halt dementsprechend gefühlt die Stange zu euch nach oben herziehen. Das wäre sozusagen dann der gleiche Effekt. Den Blick könnt ihr am Anfang hauptsächlich zum Boden richten, das würde ich euch stark empfehlen beim Hollowback, weil ihr eben dadurch auch besser ausgleichen könnt und einfach besser konzentriert sein könnt. Achtet in der Endposition und auch während dem Runtergehen darauf, dass ihr auch hier
durchgehend die Zehen eben streckt und den gesamten Körper unter Spannung habt, damit er nicht einfach einsackt. All diese 3 Prozesse, das Öffnen der Hüfte bzw. das Runterbringen der Füße, das Öffnen der Schulter bzw. das nach vorne bringen der Brust und das stärkere Verlagern vom Gewicht auf den Handballen findet quasi nicht plötzlich statt, sondern Stück für Stück und vor allem alle 3 Prozesse finden gleichzeitig statt. Das Koordinieren von all diesen 3 Teilbewegungen ist beim Hollowback also eigentlich das Schwierige, vor allem dass ihr eben zusammenbekommt, all diese 3 Sachen gleichzeitig zu machen. Wie ihr das jetzt eben hinbekommen könnt, falls ihr den Hollowback nicht könnt, will ich euch jetzt gleich erklären. Ihr wisst ja jetzt schon die richtige Ausführung, die ich gerade erklärt habe. Daran herankommen könnt ihr jetzt eben, wie schon erwähnt, eigentlich vor allem dadurch, dass ihr mit dieser Ausführung, wichtig ist, dass ihr wirklich all diese Punkte beachtet, deswegen schaut euch das Video vielleicht sogar nochmal an, beziehungsweise diese Erklärung nochmal an, wenn ihr dann wirklich ans Trainieren geht. Und mit dieser Ausführung könnt ihr jetzt quasi vom normalen Handstand angefangen, einfach Versuche machen, bei denen ihr probiert, tiefer und tiefer in den Hollowback, ich sage es mal, hineinzusinken. Also das ist wirklich ein Gefühl vom Runtersinken der Beine. Das müsst ihr einfach üben. Wenn ihr jetzt also mit dem Übungsprozess beginnt und das erste Mal einen Hollowback probiert, startet ihr einfach in einem ganz normalen Handstand. Wichtig ist wie gesagt, dass ihr dabei auch vor allem auf die Körperspannung achtet. Dann beginnt ihr, indem ihr zuerst einmal leicht ins Hohlkreuz geht. Sobald ihr dann ein bisschen im Hohlkreuz seid und somit die Fersen quasi auch schon ein bisschen tiefer gebracht habt, könnt ihr damit beginnen, die Schultern weiter zu öffnen und das Gewicht langsam ein bisschen mehr auf eure Handballen zu bringen. Das ist am Anfang das Schwierigste und es ist normal, dass ihr dafür viele Versuche brauchen werdet, auch wenn ihr schon einen guten Handstand könnt. Wenn ihr das dann quasi am Anfang einmal ein bisschen gemacht habt, könnt ihr dann wieder dadurch nachjustieren, dass ihr mit den Fersen und Beinen ein bisschen tiefer kommt und die Hüfte wieder ein bisschen weiter öffnet und dann wieder ein bisschen mehr mit der Brust aufmacht. So könnt ihr euch quasi hin und her arbeiten, um das Ganze ein bisschen zu vereinfachen und damit ihr euch nicht auf alle 3 Komponenten gleichzeitig konzentrieren müsst. Die 3 Teilbewegungen, die ich vorher erklärt habe, werden sich außerdem ohnehin automatisch gegenseitig bestärken. Am Anfang ist es wahrscheinlich relativ schwer, sich auf alle 3 Sachen zu konzentrieren. Deswegen könnt ihr mal einfach so anfangen, indem ihr ein bisschen zuerst daran denkt, Beine runterbringen, dann wieder ein bisschen daran denkt, den Oberkörper rauszubringen und das quasi abwechselt. Im Endeffekt finden diese 3 Sachen aber sowieso unbedingt gleichzeitig statt. Anders geht es gar nicht, weil sonst würdet ihr ja umfallen, beziehungsweise nicht die Balance halten können. Das heißt, ihr werdet das quasi dann dadurch festigen, dass ihr das einfach wiederholt. Am Ende soll es natürlich dann das Ziel sein und das wird auch so sein, wenn ihr wirklich sehr viel übt, dass ihr diese 3 Sachen automatisch gleichzeitig machen könnt, ohne dass ihr euch jetzt extra darauf konzentrieren müsst, aber dafür braucht es am Anfang natürlich einfach mal sehr viel Übung. Wenn ihr es dann mal geschafft habt, die Bewegung zu koordinieren, werdet ihr Stück für Stück einfach besser werden und je nach Mobilität eben weiter nach unten können. Am Anfang kann das wirklich eine große Weile dauern, aber es ist wichtig, dass ihr wiederholt übt, um euch steigern zu können. 2 Fehler, die oft vorkommen, ergeben sich jetzt daraus. Der eine Fehler wäre es, quasi nur zu probieren, die Füße und die Beine tiefer nach unten zu bekommen und nur den Hüftwinkel zu öffnen, ohne den Schulterwinkel weiter aufzumachen und ohne mit dem Gewicht mehr auf die Handballen zu kommen. Dann wird man einfach in die eine Richtung umfallen. Das andere Extrem bzw. der andere Fehler wäre, dass man nur den Schulterwinkel öffnet, nur mit der Brust nach vorne kommt, aber vergisst, die Beine tiefer absinken zu lassen, dann würde man vor allem einfach wieder in die Richtung runterkommen, von der man aufgeschwungen ist. Es ist wichtig und auch gut, wenn ihr beide diese Fehler mal im Trainingsprozess macht, damit ihr einfach auch diese Teilbewegungen kennenlernt, aber im Endeffekt ist es vor allem wichtig, dass ihr eben alles gleichzeitig macht, damit euch weder das eine noch das andere passiert. Wenn ihr jetzt vielleicht sagt, ich bin ja schon sehr mobil, ich habe eine sehr gute Schulterflexibilität und eine sehr gute Hüftflexibilität oder Mobilität, dann heißt das trotzdem noch lange nicht, dass ihr nur weil ihr einen Handstand könnt und mobil seid, einen Hollowback lernen werdet, weil die Koordination, die Balance und all diese Dinge trotzdem und auch die Kraft eine ganz andere Sache sind als beim normalen Handstand. Das heißt, wundert euch nicht, auch wenn ihr sehr mobil seid, heißt das noch lange nicht, dass ihr automatisch einen Hollowback lernen werdet. Ihr werdet das wahrscheinlich genauso üben müssen. Natürlich habt ihr einen kleinen Vorteil, aber trotzdem ist es eine harte Übung, die man nicht einfach so kann, nur weil man einen Handstand kann und mobil ist. Wundert euch deshalb also nicht, wenn ihr einige Wochen oder vielleicht auch einige Monate brauchen werdet, um den Hollowback zu lernen. Bleibt einfach wirklich am Übungsprozess dran, achtet darauf, dass ihr einfach immer tiefer runterkommt. Gerade der Anfang der Bewegung ist eben, wie gesagt, eigentlich das Härteste. Das heißt, der Anfang vom Hollowback-Training ist wahrscheinlich das Schwierigste, weil ihr euch wundern werdet, wie soll das gehen, dass ich da mal runterkomme. Wenn ihr es dann mal geschafft habt, an den Punkt zu kommen, wo ihr dann die Füße ein bisschen runtergebracht habt und mit der Brust ausgleichen könnt, dann sinkt man quasi automatisch ein bisschen tiefer. Die Kraft ist natürlich auch eine Komponente und die Ausdauer, das dauert am Anfang meistens auch relativ lang, wirklich in diese Position, ich sage jetzt mal, abzusinken. Das kann wirklich
deutlich über 10 Sekunden auch dauern, wenn man da, sage ich mal, kämpft. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr da dran bleibt, dass ihr da einfach wiederholt Versuche macht und dass ihr euch quasi wiederholt einfach probiert, vom normalen Handstand immer tiefer zu kommen, immer tiefer zu kommen, immer tiefer zu kommen. Das wird viele Zwischenschritte brauchen. Ihr werdet es am Anfang mal leicht schräg schaffen, dann ein bisschen weiter, dann ein bisschen weiter. Ein Hollowbike lernt man nicht von heute auf morgen, deswegen ist es wichtig, dass ihr da einfach im Prozess dran bleibt und einfach versucht, immer weiter nach unten zu kommen und euch einfach zu pushen und einfach tiefer zu kommen als beim letzten Mal. Vielleicht noch eine Sache zur Atmung. Am Anfang kann es von Vorteil sein, die Luft während den Versuchen ein bisschen anzuhalten. Natürlich geht das nicht allzu lange gut. Dann würde ich euch empfehlen, vielleicht wirklich einfach nur sehr kleine oder weniger Atemzüge zu machen. Wenn ihr jetzt nämlich tief aus- und einatmet, macht euch das natürlich auch ein bisschen unstabiler. Da könnt ihr einfach herumprobieren, was für euch funktioniert. Wenn ihr jetzt also schon eine gewisse Grundkraft, Balance und Mobilität habt, sollten einfach nur diese Versuche, die ich euch gerade erklärt habe, ausreichen, damit ihr den Hollowbike lernen könnt. Wenn ihr jetzt aber vor allem relativ unmobil seid, kann es sein, dass es sich auszahlt durch ein paar Zusatzübungen, die ich euch jetzt zeigen werde, beziehungsweise genau genommen reicht wahrscheinlich einer davon, eben zu trainieren, dass ihr mobiler werdet, dass ihr die Schultern weiter aufbekommt, dass ihr in der Hüfte mobiler werdet und auch ein bisschen stärker in den Schultern werdet. Und das will ich euch jetzt zeigen. Vorher habe ich euch schon erklärt, dass es wahrscheinlich gut wäre, wenn ihr schon eine normale Brücke mit gestreckten Armen halten könntet. Wenn ihr da jetzt in die Position reingeht, ist es wichtig, dass ihr wirklich eng zusammenkommt. Das heißt, dass ihr quasi eure Füße wirklich weit unter eure Knie gebt und dass ihr auch mit den Händen wirklich unter den Schultern startet und euch dann versucht eben raufzudrücken und die Arme wirklich ganz durchstreckt, beziehungsweise auch gefühlt die Hüfte nach oben drückt. Falls das noch nicht geht, solltet ihr das zuerst sowieso üben. Das könnt ihr machen, indem ihr zuerst einfach mal mit den Füßen auf eine Erhöhung geht. Da ist dann aber auch wichtig, dass ihr eben nahe genug mit euren Händen an diese Erhöhung rangeht, damit ihr das Ganze halten könnt. Versucht auch dann eben wieder vor allem die Arme durchzustrecken und wenn ihr es dann schafft, die Arme durchzustrecken, könnt ihr euch auch auf die Hüfte konzentrieren. Eine Variation der Brücke, die ich euch jetzt besonders empfehlen kann, wenn ihr spezifisch für den Hollowbike trainieren wollt, ist es eine Brücke mit einer Erhöhung zu machen, wie gerade schon erklärt, bei der ihr dann aber versucht, mit euren Beinen, euren Oberkörper bzw. eure Brust, ähnlich wie beim Hollowbike, über die Linie, die quasi jetzt nach oben von euren Händen gehen würde, zu drücken. Wichtig ist dabei, dass ihr wirklich nahe genug an die Erhöhung, oder das könnt ihr theoretisch auch bei einer Stange oder was auch immer machen, rangeht. Die Füße sollten eben ungefähr auf einer Erhöhung sein, die in Kniehöhe ist, und dann könnt ihr probieren, euch quasi zuerst in die Brücke zu drücken, und wenn ihr das eben schon halten könnt, zusätzlich zu probieren, mit den Beinen eben noch nach vorne zu drücken. So könnt ihr eure Schultern und auch euren Lat eben optimal an die Belastung, die beim Hollowbike gefragt ist, gewöhnen, und den unteren Rücken staucht ihr dabei auch nicht zu sehr, weil ihr auf eine Erhöhung seid. Das heißt, es ist wirklich eine sehr realistische Vorübung, wenn es jetzt auf die Mobilität ankommt. Es zahlt sich also so oder so aus, diese Vorübung zu machen. Auch wenn ihr die normale Brücke schon könnt, würde ich euch empfehlen, eher zu dieser Variation von der Brücke zu wechseln, wenn ihr euch jetzt spezifisch auf den Hollowbike vorbereiten wollt. Ein Thema jetzt noch ganz zum Schluss. Manche Leute, die den Hollowbike trainieren, sagen dann, mein unterer Rücken tut dabei ein bisschen weh, beziehungsweise es ist unangenehm, im unteren Rücken in diese Überstreckung zu kommen. Und das ergibt sich natürlich dadurch, dass der untere Rücken gestaucht wird. Wichtig, der untere Rücken wird nicht gedehnt. Es kommt hierbei also nicht darauf an, wie dehnbar euer unterer Rücken ist, sondern er wird gestaucht. Das Gegenteil davon. Das ist aber trotzdem unangenehm. Und deswegen eine Ausgleichsübung, die ihr dafür machen könnt, möchte ich euch jetzt noch zeigen. Und zwar könnt ihr euch dazu in eine tiefe Hocke mit einem aufrechten Rücken begeben und dann die Ellbogen quasi in eure Oberschenkel reinhaken, beziehungsweise einen Oberschenkel reinhaken und mit dem anderen Arm dann nach oben zeigen und euch quasi so rauf und rein rotieren. Das lockert ein bisschen den unteren Rücken bzw. die Muskeln, die beim Hollowbike stark gestaucht werden. Auch die Hände werden beim Hollowbike relativ stark beansprucht, weil da einfach ein großer Druck auf euren Fingern drauf lastet, und eine Ausgleichsübung kann ich euch noch empfehlen für die Extensoren. Manche Leute haben dann leichte Schmerzen hier auf der Rückseite, und falls das bei euch der Fall ist, kann ich euch empfehlen, Trizeps Extensions auf dem Handrücken zu machen. Das schaut folgendermaßen aus: Ihr sucht euch eine relativ hohe Erhöhung, das kann eine Stange oder eine abgerundete Kante sein, und ihr macht Trizeps Extensions auf der Mittelseite bzw. auf mittlerer Höhe eurer Finger bzw. eurer Handrückseite und drückt euch dabei wirklich gefühlt auch mit den Fingern von dieser Kante weg.
Ihr sollt euch vor allem dabei auf die Finger konzentrieren, ihr braucht euch nicht auf den Trizeps konzentrieren und ihr sollt das auch noch mit ganz leichter Belastung machen und einfach wirklich vor allem auf das Vordrücken der Fingerspitzen konzentrieren. Diese Ausgleichsübung für eure Hände bzw. für euren unteren Rücken könnt ihr also zusätzlich zu eurem normalen Hollowback-Training entweder am Ende oder vielleicht zwischendrin einbauen. Da würde ich euch empfehlen, das Ganze einfach nach Gefühl zu machen, je nachdem, ob ihr euch danach fühlt, dass ihr einen Ausgleich braucht oder nicht. Auch die Brücke bzw. die Brücke mit einer Erhöhung ist sehr hilfreich bzw. kann sehr hilfreich sein. Vergesst aber nicht, dass die Versuche vom Hollowback, also vom Handstand in den Hollowback runterzukommen, das mit Abstand wichtigste sind. Eine Empfehlung von mir, das muss jetzt nicht so sein, aber ihr könnt jetzt zum Beispiel sagen, ihr trainiert das Ganze 3-mal die Woche, jeweils einen Tag Pause dazwischen und macht jedes Mal, je nach Gefühl, ich würde es mal sagen, 5 bis 10 Versuche, bei denen ihr im normalen Handstand startet und dann eben probiert, tiefer reinzukommen. Natürlich, je nachdem, wie viel ihr trainiert, werdet ihr auch schneller lernen, beziehungsweise natürlich kommt sehr stark auch auf das Level an, auf dem ihr jetzt gerade seid. Wenn ihr spürt, dass die Koordination theoretisch kein Problem ist und wirklich die Mobilität limitierend ist, dann würde ich euch empfehlen, ein bisschen mehr von der Brücke in euer Training einzubauen. Wenn ihr merkt, dass eigentlich die Koordination oder vielleicht die Kraft eher das Problem ist, dann braucht ihr nicht so viel von den anderen Zusatzübungen reingeben. Je nachdem müsst ihr euch selber einschätzen, wer mehr übt, lernt meistens auch schneller, aber natürlich müsst ihr auch auf euren Körper achten, wenn jetzt entweder der untere Rücken oder der Lat oder was auch immer schon komplett, ich sage jetzt mal einfach vom Training überbeansprucht sind oder auch der Bauch, dann werdet ihr das eh spüren, dann ist es vielleicht mal besser, einen Tag Pause zu machen, aber ansonsten würde ich euch empfehlen, einfach wirklich möglichst viele Versuche in euer Training einzubauen. Achtet dabei, wie gesagt, immer auf die Qualität, achtet darauf, dass die Ausführung passt. Schaut euch vielleicht nochmal, wie gesagt, die wichtigsten Punkte an, die ich vorher erklärt habe. Und eine Sache, die ich auch nicht empfehlen kann, ist, wenn ihr merkt, dass ihr im Training schon die ganze Zeit schlechter werdet, wenn ihr schon beim 20. Versuch seid und der 5. Versuch war eigentlich der beste und seitdem geht es nur noch bergab. Lasst das auch gut sein, das bringt dann wahrscheinlich nicht so viel. Achtet wirklich darauf, dass ihr wirklich konzentriert seid bei den Versuchen. Es ist wie gesagt auch eine Balanceübung. Sucht euch deswegen auch einen Platz, wo ihr euch wohlfühlt in eurer Wohnung oder wo auch immer ihr trainiert. Wenn ihr draußen seid, sowieso besser. Aber sucht euch einen Platz, wo ihr euch quasi auch wohlfühlt, wo ihr keine Angst vom Umfallen habt. Und übt es vielleicht auch mit einer Matte oder mit was auch immer. Macht euch das Ganze einfach so, dass ihr euch auch psychisch leicht tut. Genau. Das war jetzt mein letzter Tipp in dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen weiterhelfen können. Falls ihr noch Fragen habt oder Wünsche habt, schreibt es gerne unten in die Videobeschreibung, in die Kommentare. Und ja, ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.